Was gibt's für geniale News bei der Pulse Chain? Es gibt eine neue Listung von einer zentralen Börse. Ja, was wissen wir da bereits drüber? Was wissen wir bereits über die Liquidity Pools? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Heute gibt es mal wieder ein Update und zwar einmal von allem. Wir machen heute mal wieder ein ganz entspanntes Video, wo wir auf viele Themen eingehen. Über Richard Heart, über die Pulse Chain, über Vergleiche ziehen und genau, nehmt es einfach mit. Stellt die Fragen gerne in die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren, ein Like dazulassen und ansonsten genießt das Video. So, hier sind wir auf der Seite von Richard Heart und auf seiner Twitch-Seite. Ja, eine riesige Geschichte, die natürlich uns auch allen Freunde bereitet, ist natürlich die Bridge. Die Bridge von der Pulse Chain, die mittlerweile über 150 Millionen Dollar schon gebridged hat. Ja, man sieht auch 99,2%. Das heißt, wir sind aktuell nicht mehr so, dass wir eine Bridge haben, die irgendwie verstopft ist, sondern sie läuft. Sie läuft vollkommen flüssig. Ja, das Geld ist wirklich innerhalb von 10, 15 Minuten, wenn nicht sogar schneller teilweise da, was natürlich komplett geil ist. Ja, hier, we'll have some traffic on it as it takes 15 minutes to cross its minimum. Ja. Was auch richtig cool ist, dass wir natürlich wegen all den Sachen, die jetzt auch gekommen sind, nicht nur in der Krypto, in der Hex-Community etc. mehr Aufsehen haben, sondern allgemein, das sehen wir hier bei Google Analytics, ja, die Interest over Time, von wegen Suchanfragen etc., es wird immer hier so ein bisschen komisch dargestellt, aber da kann man es sehr gut erkennen, ist natürlich deutlich höher mittlerweile und das wird auch immer noch weiter höher gehen. Denn ja, Pulse Chain macht sich schon in den ersten 9 Tagen echt krassen Namen. Jetzt muss ich hier mal wieder rauskommen. Und ich bin wirklich gespannt, wo das Ganze hier enden wird. Ja, Liquidity Pool Paare, haben wir schon mal drüber geredet. Gucken wir uns vielleicht gleich nochmal an, wie die auch aktuell so laufen. Ich schließe einmal das Tab hier. Und genau, ansonsten gibt es hier natürlich auch noch eine Sache zu feiern. Und zwar gestern war der Pizzatag, ja, der Bitcoin-Pizzatag. Das heißt, gestern, ich glaube 13 Jahre her, genau, 2010, hat jemand 41 Dollar bezahlt für Pizzen, ja, und das halt mit 10.000 Bitcoins, ja, so. Und ja, Leute, ihr wisst, wie viel 10.000 Bitcoins jetzt wert sind. Das sind 266 Millionen. Ja, das ist vollkommen unvorstellbar. Aber damals war es halt eben so das Pionierding. Ne? Und das sehen wir zum Beispiel auch hier. Bitcoin ist halt einfach nur ein Pionierding. Denn wenn wir einfach mal gucken, wir hatten auch Farms, die hier auf der Pulse Chain mit Bitcoin gemacht werden konnten. Ja, das Krasse ist aber eben, wenn man hier mal bei Uniswap, also bei Ethereum guckt, welches ja immer noch die aktivst genutzte und auch die Börse ist mit dem höchsten Volumen, also die dezentrale und die Blockchain mit dem höchsten Volumen, dann haben wir hier ja weniger Volumen als Hex, sehen wir hier ganz deutlich. Ja. Und wir haben Wrapped Bitcoin mit einem kleineren Volumen zu Stablepaaren und zwar das 15-fach wenigere, also 15 mal so wenig wie USDT, Ethereum deutlich geringer, aber eben auch Tether. Ne? Dafür aber wirklich viel mehr Kohle drin und da sieht man halt einfach, das ist, der Bitcoin ist halt nur zum Kaufen und Halten, mehr nicht. Jetzt muss ich, ja, super. Und deswegen ist das ganze Ding halt eben so uninteressant, weil das Ganze langfristig einfach, meiner Meinung nach, ist meine persönliche Meinung, meiner Meinung nach wird der Bitcoin langfristig gesehen auf jeden Fall nicht mehr klarkommen. Es werden viele Dinge geben. Es wird viele Dinge geben, die den nicht nur outperformen, sondern die den Bitcoin früher oder später halt einfach, so wie die SMS ja, von WhatsApp komplett übernommen wurde, wird das genau da auch passieren. Ja, denn warum sollte jemand eine Blockchain nutzen, wo er gefühlt 2 Tage wartet, bis das Geld da ist, wenn es auch in 10 Sekunden geht? Warum sollte jemand eine Blockchain nutzen, wenn man 5 Euro pro Gebühr oder 25 Euro pro Transaktion zahlen muss, wenn es auch für 3 Cent geht? So, warum sollte jemand eine Blockchain nutzen, die bestätigt wird mit Minern, die die Umwelt zerstören, ja, die Bitcoins verdienen, die Bitcoins sozusagen dann auch abverkaufen,
wenn es auch so geht, dass man nicht mal Miner bzw. Strom verbrauchen muss, um diese Blockchain laufen zu lassen, so, sondern einfach nur Validatoren und das kann aber jeder von zu Hause aus machen und einfach einen PC laufen lassen. Ja, so, der aber nicht irgendwie dann extrem viel Strom verbraucht. Ja, ähm, das ist eine mega, mega, mega geile Sache, was wir hier sehen. Und zwar, dass OKEx, ja, als erste zentralisierte Börse hingeht und sagt, okay, Puls listen wir auf OKEx, ja, wenn wir mal gucken, was die so für Sachen kaufen. Jetzt wird euch nämlich einiges klar. Nicht wir sind die den Preis hier extrem hoch pushen, sondern halt eben große Institutionen. Das heißt, die halten von Ethereum einfach mal, ja, 500.000, 1 Million Ethereums. Das sind ja fast 2 Milliarden Dollar, was auf jeden Fall gigantisch ist. Und jetzt stellt euch vor, die kaufen nur für 20 oder 30% davon letztendlich hier für so 300 Millionen oder 100 Millionen Puls ein. Das Ding schießt nach oben. Die haben insgesamt 9,781 Milliarden Dollar hier drin. Und wenn die Puls listen, dann werden die sich dementsprechend auch was kaufen. Habe ich hier nochmal ein bisschen was hier aufgerufen. Is pleased to announce the listing of Pulse Chain in our spot trading market. Please take note of the following schedule. Ja, man kann ab heute dort Depositen einzahlen, aber, und hier steht es nochmal, ab dem Moment, wo so viele Pulse-Tokens drauf sind, also ich sag mal, deposited wurden, ja, wird OKEx oder OKEx, wie man es auch immer ausspricht, wird Pulse USDT im Spot-Trading aktivieren, ja, und man kann es dann withdrawn, also wieder rausholen, ab dem 26. Hier wird es nochmal beschrieben, Pulse Chain is a public blockchain, ne, die schneller, kosteneffizientere Transaktionen anbietet. Es wurde kreiert, erschaffen als eine Hard Fork von Ethereum. Ja, das heißt, die komplette Geschichte von der Ethereum-Blockchain ist drauf, inklusive der Transaktionen, Benutzeraccounts und den schlauen Verträgen. Der native Token, also der Muttercoin, sagen wir einfach mal, der Pulse Chain ist Pulse. Ja, der Projektgründer Richard Hart, dieser ist bekannt für seine Entwicklung oder sein Involvement in Hex, einer Kryptowährung, die schon sehr, sehr viele verschiedene Meinungen in der Krypto-Community bekommen hat, aber eben vor allen Dingen meiner Meinung nach halt auch positive, denn wenn wir uns das angucken, wie sich Hex entwickelt hat, das ist ja einfach nur geisteskrank. Ja, das ist auch wiederum hier so eine Sache, wo man wieder checkt, alles klar, Dezentralität, wichtig, ja, take off your coins now, Hotbit, und das sieht man hier auch nochmal, 5 Jahre und 4 Monate haben sie funktioniert und jetzt müssen sie sagen, obwohl sie 5 Millionen Kunden haben, dass sie die Operation stoppen und dass man all seine Assets vom Juni 21 da bitte rausgezogen haben sollte. Ist nicht krank? Ja, also das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Aber gut, gehen wir mal ein bisschen weiter. Ja, hier sind wir wieder auf Pulseburn. Wir kennen alle die Webseite. Hier können wir uns einmal kurz ein bisschen hier die Charts mal anschauen. So von Puls. Ja, vom Puls, da sehen wir ganz schön, dass wir einmal hier müssen wir ein bisschen machen. Ja, ist auf jeden Fall ein konstanter Wachstum und ja, aktuell ist auf jeden Fall wieder auch eine ganz gute Geschichte, hier irgendwie ein bisschen nachzukaufen. Hier hatte man gestern die Möglichkeit, gestern Abend das ein bisschen runtergegangen. Langfristig gesehen sehe ich aber auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Entwicklung. Und ja, gucken wir uns das Ganze auch mal an. 2,61-fache vom Sacrifice. Für mich ist der Dollarpreis auch gar nicht so entscheidend, sondern für mich ist das einfach nur entscheidend, hier vom Puls, von Puls X, von Incentive und von Hex mehr zu bekommen. Ja, denn wenn man hier zum Beispiel mal guckt, Puls X war damals, wo es gestartet hast, war es fast 1:4. Mittlerweile ist es 1:2,31. Ja, und das ist halt eben auch krass. 0,03%, 0,0359% der kompletten Puls X sind schon verbrannt und 0,001% von Puls. Ja. Dadurch, dass so viel verbrannt wird, jemand hatte mich auch letztes Mal gefragt, was hat es damit auf sich?
Ja, wenn eine Transaktion gemacht wird, wird ein Teil der Transaktionsgebühren, die Puls X sozusagen immer nimmt, die werden verbrannt. Die werden nie wieder auf dem Markt gelassen, so in etwa. Ja, also die sind für immer weg. Und das ist halt natürlich jetzt schon verdammt viel Kohle. Ne? 51 Milliarden mal diesen Preis hier, beziehungsweise wie gesagt, es geht ja gar nicht um den Preis, aber das wird dafür sorgen, dass es deflationär ist, dass es nicht wie der Dollar immer weiter runter und der Euro immer weiter runter, sondern dass es wie Hex, ja, eine, eine positive Entwicklung hat. Ja. Ja, was hat der Incentive Token, beziehungsweise was hat Puls X gemacht in der Zeit? Da sieht man, dass der sich natürlich ähnlich wie, was ist denn das hier auf so 15 Minuten? So, machen wir mal lieber hier. So, dass sich die beiden sehr, 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 sehr ähnlich bewegen. Und genau, müssen wir aber hier mal ein bisschen weiter runtergehen, weil Puls X ist auf jeden Fall krass gestiegen, wirklich, wirklich krass in den letzten paar Tagen und findet sich jetzt hier auch gerade wieder so ein bisschen, ne, wir waren schon bei 0,0000137, sind jetzt bei 0,0001122 und ja, langfristig gesehen werde ich euch gleich nochmal zeigen. Leute, hier ist ein 10, hier ist ein 100, hier ist vielleicht sogar ein 1000x drin. Also für mich ein No-Brainer, die Dinger jetzt zu behalten und vor allen Dingen die Dinger einfach für mich arbeiten zu lassen, zu gucken, dass ich mehr von diesem INC bekomme, wo ich einfach gecheckt habe, dass der Richard Hart das natürlich extremst klug gemacht hat. Ja, denn das ist ein Ökosystem, was sich komplett in die Karten spielt und du musst theoretisch gesehen gar nicht mehr Puls gegen Dollar tauschen, sondern kannst ja einfach immer nur gegen Incentive, gegen Hex, gegen Puls X und wieder zurücktauschen und kannst dir so Cashflow aufbauen und dann, wenn du es brauchst, klar, kannst du auch auszahlen, aber ja, es ist gigantisch, ja, wenn man einfach mal guckt, was hier an Prozentzahlen gemacht wurden, allein jetzt innerhalb von, ne, 4 Tagen, 5 Stunden, das ist hier ein 11x, ja, so, das heißt, die Leute, die hier bei Puls X, ne, hier INC earn, für sich arbeiten lassen, ne, beziehungsweise man kriegt das ja hier bei den Liquidity Pool Paaren, das ist mega geil. Ne? Wenn du hier 0,061 hast, 4 Dollar, ja, und das ver5 oder verdoppelt sich dann noch oder was auch immer, ja, dann hast du halt am Ende das Doppelte an Yield gemacht. Ne? Machst nicht hier deine täglichen, können wir mal gucken, deine täglichen, na komm, deine täglichen 3%, sondern vielleicht 6, 10, 12 oder 30 bei einer Verzehnfachung. Und das ist halt gigantisch. Deswegen habe ich da mittlerweile auch eine andere Strategie, da aber später nochmal kurz zu. Ja, Hex ist natürlich auch super interessant. Hex ist allgemein super gemacht. Müssen wir uns aber so auf jeden Fall nochmal auch mehr drüber unterhalten. Ja, genau. Hier ist nochmal über die Bridge. Was mit den Tokens von der Bridge passiert ist, ist auch interessant, weil man kann sehen, wo das hingeht. Ja, die Leute, die Hex rübergebracht haben, haben es meistens in die Puls X Hex LPs, in die Puls X LPs, also irgendeiner dieser LPs gepackt. USDC auch zu 40%, Tether zu 53%, Ethereum zu 68%. Validatoren kommen jeden Tag, kommen gefühlt Tausender hier rein. Also es ist wirklich krass. Der Gaspreis ist auch auf jeden Fall mehr als in Ordnung. 54 Cent pro Swap ist nicht günstig, sage ich ganz ehrlich. Aber hey, wie gesagt, wir sind hier gerade wirklich noch am Anfang. Also das ist alles gar kein Thema. Von den Transaktionen her sind wir hier bei 478.000. Wir waren am 21. Mai bei 558.000 Transaktionen. Holla die Waldfee. Ja, haben hier natürlich Cardano wieder und Cardano ist, ja, wie man sehen kann, auch die nehmen ein bisschen Fahrt an, aber ist natürlich gar nicht vergleichbar. Ja, und wie gesagt, wir sind ja hier noch ein Baby, also man kann ja hier sogar noch sehen, wo das ganze Ding gestartet ist. Sobald das mal nicht mehr da ist, frage ich echt, wie es ausschauen wird. Ich glaube, da werden wir echt weitaus über 500.000 Transaktionen jeden Tag haben. Ja, und das ist natürlich geil. So, hier haben wir einmal Pulse Chain bei Dex Screener. Ja, jetzt muss ich mir einmal klein machen, damit ich nicht alles hier verdecke. So,
Ähm, genau, hier sehen wir einmal 24-stündigen Transaktionen, ja, wie viel ist passiert, wie viel Volumen und wir sehen natürlich die Preise. Was interessant war, war, dass der Wrap Bitcoin ja, richtig krass gestiegen ist, wenn wir hier einfach mal gucken. Das ist die freie Kopie, die die Leute bekommen haben, die Leute, die geopfert haben. Ja, und ich habe mir damals bei 20 Dollar hier irgendwann mal gedacht, so hey, warte mal, Bitcoin, ja, da kaufe ich mir doch mal was von. Und ja, habe da jetzt so gefühlt, ich glaube, ja, gerade so ein 26x. Also schmeckt auf jeden Fall ganz gut. Und ja, ist jetzt kein ne, Non-Financial Advice, macht euch selber natürlich schlau. Aber wenn der hier, ich sag mal, den Preis vom Bitcoin annimmt, ja, weil die auch miteinander gepaart werden, etc., dann wäre das natürlich jetzt auch immer noch eine krasse Möglichkeit, Geld zu machen. Aber Bitcoin ist für uns ja, wie gesagt, uninteressant. Konzentriert euch da lieber auf PulseX, konzentriert euch auf Incentive, auf Puls, auf Hex, ja, weil auch die haben super performt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die langfristig auf jeden Fall viel, 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 viel mehr machen werden als der liebe Bitcoin. Ähm, ansonsten sehen wir auch hier im Volumen 37,7 Millionen hier, 22 Millionen dort, 40 Millionen bei Rap Pulse DAI. Ja, also da ist viel los. Wir haben bei Hex 20 Millionen, bei Rap Bitcoin ist es wirklich nur ein Viertel von dem, was hier abgeht. Wir haben auch hier, ja, wir haben schon echt stolze Zahlen, würde ich gerade sagen. Und was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, war hier einfach mal eine Grafik, wo ich hier bei TradingView hingegangen habe, mir den Bitcoin hier reinzeichnen lassen und dann hier noch Hex. Ja? Hier sehen wir jetzt von den Prozentzahlen her, wie stark die Sachen gestiegen sind. Wenn wir jetzt hier von ganz am Anfang ausgehen, also wer den Bitcoin für, I don't know, für wie wenig das hier ist, bekommen hat, sehen wir glaube ich sogar da, also für 300 Dollar oder günstiger müsste das ja eigentlich sogar fast sein. Ja, der hat natürlich hier, ne? 21.000%, 22.000% gemacht. Aber das ist ja nicht wirklich realistisch. Ja, was ich euch hier in dieser Grafik zeigen wollte, war, dass hier 2014, 2015, hier war der erste Bullrun so in etwa. Ne? Ja, sieht man kaum mehr. Dann kam hier noch ein Bullrun, wo der Bitcoin bei 19k war. Dann kam der letzte Bullrun, wo der Bitcoin auf bis zu 67.000 gegangen ist. Ihr seht jetzt, was ich meine. Ja, das heißt, der Bitcoin hat ja schon ein bisschen was hinter sich bei jedem Halving. So, jetzt schaut euch mal das und schaut euch mal das an. Ja, hier war er 6.000% hoch, ist dann runtergekracht, ist dann wieder hoch, ja, auf über 22.000%. Wenn wir aber jetzt doch einfach mal drüber nachdenken, hier war Hex noch gar nicht aktiv, sondern das war das erste Mal, dass Hex wirklich hochgegangen ist. Und der Bitcoin ist damals 6.481 hochgegangen. Wenn wir es aber ein bisschen mal verschieben, dann merkt ihr auf einmal, ach du meine Güte, was ist denn hier los? Wir gehen mal zum Punkt März 2030. Hier. Ja, das war damals der günstigste Zeitpunkt, wo man Bitcoin hätte kaufen können. Und hier sieht man mal, ja, hier wurde Hex gelauncht und Hex hat beim ersten Bullrun sage und schreibe 11.604% gemacht. Also mehr als nur den Bitcoin outperformt. Der ist hier bei lächerlichen 409%, beziehungsweise lächerlich 1100, wo Hex hier im Tiefpunkt noch 4,4, hier 6.000 und hier oben 7.100% gemacht hat. Das ist krass, ja. Und ja, deswegen, wir sind hier bei der Pulse-Chain, bei PulseX so verdammt früh dran. Das ist der Wahnsinn, wie dieses Ding hochgeschossen ist, weil einfach alles perfekt gemacht ist. Weil alles einfach super funktioniert und dieser Typ, der hier hinter steckt, ja, der kennt halt den Bitcoin seit, ja, sogar vor der Zeit, wo es hier überhaupt getrackt wird. Da hat er schon gemeint, da hat er schon Bitcoins gehalten und hat anhand dieser Dinge, die ihm damals schon gestört haben, dann entschieden und sich halt eben Gedanken gemacht, wie konzipiere ich meine eigenen Projekte. Und ihr seht selber, die eigenen Projekte haben auf jeden Fall ja, sehr, sehr krassen Erfolg. Ist einfach krank. Ja, also der günstigste Zeitpunkt und ich glaube so das beste
den besten Profit, den man mit Tags gemacht hat, war halt eben so circa 20.000%, wenn nicht sogar teilweise mehr. Ich meine, ich habe sogar schon mal 176.000% gesehen. Ja, das war wirklich der günstigste Zeitpunkt. Ja, ein 198x oder ein 100x oder ein 50x auf 1000, auf 10.000, auf 15.000 Dollar. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja, deswegen, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und nächstes Mal gehen wir nochmal ein bisschen mehr über die Liquidity Pools und das alles ein. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren. Und ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen.